Hallo, heute mal wieder ein Labervideo, aber ein sehr interessantes und wichtiges Thema. Welche Modifikationen kann oder sollte ich am Motorrad vornehmen, um daraus ein Moto Gymkhana Sportgerät zu machen? Bevor wir ins Thema einsteigen, ein kleiner Disclaimer. Alles, was ihr mit eurem Motorrad macht, ist eure Entscheidung und ihr tragt auch die volle Verantwortung. That being said, fangen wir mal vorne an, beim Lenker. Der Lenker muss frei beweglich sein von Full-Lock zu Full-Lock. Wenn du einen Stummellenker hast, dann tausch den bitte aus durch einen Superbike-Lenker und alles ist schicki. Ohne Sturzbügel kann man erste Erfahrungen machen, man kann ein bisschen Gefühl für die ganze Sache kriegen, so ein bisschen reinkommen, aber man kann nicht wirklich trainieren, meine Meinung. Weil dazu muss man so an die Grenze ein bisschen rangehen und das geht eben dann besonders gut, wenn man weiß, es passiert nichts, wenn man umfällt. Deswegen muss der Sturzbügel so gebaut sein, dass der Lenker nicht auf dem Boden aufschlägt, dass der Motor geschützt ist und vor allen Dingen, dass die Beine geschützt sind. Ob Plastikteile oder Verkleidungsteile geschützt sein sollten, das ist persönliche Geschmackssache. Darüber hinaus sollte der Sturzbügel die Schräglagenfreiheit nicht einschränken und es sollten keine Metallteile auf dem Boden aufkommen. Denn das führt zu unschönen Beschädigungen des Asphalts, was dann wieder zu Stress und Palaver mit dem Besitzer des Platzes führen kann und das wollen wir möglichst vermeiden. Die meisten Standardsturzbügel, die es so im Zubehör gibt, sind nicht so wirklich geeignet für Moto Gymkhana. Am besten ihr googelt einfach mal Stunt Cage oder Stunt Bar. Da findet ihr einige Seiten, wo es für einen schmalen Taler sehr solide Geräte gibt, die in der Regel auch gut geeignet sind. Einige von diesen Stunt Cages schränken die Schräglagenfreiheit ein bisschen ein. Da nimmt man eine Flex und schneidet einfach ein paar Teile weg oder schleift das Ganze zurecht. Man kann sich natürlich einen Sturzbügel auch selber bauen, wenn man schweißen kann oder jemanden kennt, der sehr gut schweißen kann. Das klingt erstmal abenteuerlich, funktioniert aber überraschend gut. Ich habe schon einige selbstgebaute Bügel gesehen, die wirklich hervorragend waren und die sehr, sehr gut funktionieren. Die beste Option ist natürlich SSB aus Japan, Sakuta Sports Bumper. Die werden von einem Top-Fahrer extra für Moto Gymkhana gefertigt. Das ist also das Beste, was man kriegen kann. Die sind nicht ganz billig, zumal man den Versand noch dazu rechnen muss und die sind auch nicht für jedes Modell verfügbar. Alle weiteren Modifikationen, die ich jetzt erkläre, folgen immer dem Prinzip Fix the rider before you fix the bike. Das heißt, es macht keinen Sinn, das Motorrad vollständig auszubauen und dann kann man das nachher überhaupt nicht kontrollieren. Besser ist es, schrittweise vorzugehen, immer dann, wenn man das Gefühl hat, ich habe das Motorrad ausgereizt, dann macht man den nächsten Schritt. Einer der allerersten Schritte wird sein, dass man das Standgas erhöht. Dadurch eliminiert man den Lastwechsel, wenn man komplett vom Gas geht. Das Motorrad schiebt einfach weiter, das behält den Vorwärtsschub bei. Dadurch lässt es sich viel geschmeidiger kontrollieren in Rotationen oder engen Kehren und das ist ja letztlich das, was wir wollen. Man kann da ein bisschen gemächlich anfangen und sich dann Stück für Stück hocharbeiten. Also 4.000 bis 5.000 Umdrehungen in der Minute ist keine Seltenheit. Wenn ihr die Standgasdrehzahl um mehr als 50% des Standardwertes erhöht, dann braucht ihr einen Killcord. Killcord ist ein Notausschalter, der mit einer Schnur am Handgelenk befestigt ist. Wenn ihr vom Bike fallt, geht das Bike aus. Ansonsten kann es sein, dass das Motorrad sich wieder aufstellt und ohne euch weiterfährt. Und das wollen wir auch vermeiden. Das Fahrwerk ist natürlich auch so ein Thema. Wir brauchen für Moto Gymkhana ein gutes, sportliches Fahrwerk. Das ist sehr, sehr dynamisch. Krasse Beschleunigung, hartes Bremsen. Das Fahrwerk muss das mitmachen. Wenn ihr ein schlechtes oder mittelmäßiges Fahrwerk habt, dann werdet ihr früher oder später an den Punkt kommen, dass ihr das ein bisschen upgradet, dass ihr neue Komponenten einbaut oder dass ihr die Einstellung verändert. Ein kleiner Tipp von Tobi und wo er recht hat, hat er recht.
Geht nicht automatisch reflexartig hin und stellt das Motorrad vorne tiefer und hinten höher, in der Hoffnung, dass es sich dann agiler und flexibler, leichter bewegen lässt. Ihr schneidet euch damit ins eigene. Eine sehr weit verbreitete Modifikation, oder sagen wir mal, es ist ein Stück weit Standard, ist das Verändern der Übersetzung. Ihr könnt anfangen mit hinten 3 Zähne mehr, vorne ein Zahn weniger, je nachdem, wie es euch beliebt. Dadurch verändert sich das Ansprechverhalten des Motorrads. Ihr bekommt deutlich mehr Drehmoment, vor allen Dingen unten raus habt ihr ein wesentlich agileres Ansprechverhalten. Das Motorrad wird spritziger, insgesamt geht die Drehzahl auch ein bisschen hoch und all das unterstützt das, was wir im Moto Gymkhana vom Motorrad erwarten, geht aber auch da schrittweise vor. Bei einigen Motorrädern ist es so, dass der Lenkeinschlag sehr klein ist. Man kann das mit einem Dremel ein bisschen verändern. Passt auf, dass ihr immer eine kleine Lücke zwischen Gabel und Rahmen lasst, dann sollte es auch keinen Ärger mit dem TÜV geben. Ein größerer Lenkeinschlag heißt natürlich kleinere und schnellere Rotationen. Allgemein solltet ihr alles am Motorrad verändern, was auf dem Boden schleift. Fußrasten zum Beispiel. Klar, am Anfang freut man sich, wenn die Fußrasten auf dem Boden aufkommen, aber mit der Zeit nervt es einfach nur. Deswegen Fußrasten hoch, sobald ihr ständig schleift. Ein schöner Gimmick, den auch viele machen, habe ich auch gemacht, ist super, einen manuellen Schalter für den Kühlerventilator. Das hat den Effekt, dass der Kühler nicht erst angeht, wenn eine gewisse Temperatur erreicht ist, sondern man kann den manuell von Anfang an gleich einschalten und das hilft gegen Überhitzung des Motors, vor allen Dingen im Hochsommer. Für heute soll es das soweit gewesen sein. Das waren so die wesentlichen Modifikationen, die man tun kann und oder sollte. Das Wichtigste bei der ganzen Sache ist natürlich das Training. Deswegen würde ich mich freuen, wenn wir uns nächstes Jahr bei einer Trainingsveranstaltung einfach mal sehen. Da könnt ihr mal zeigen, was ihr an eurem Motorrad so eingestellt und gebaut habt. Bis dahin, get your cones on. Tschüss.